In den heutigen Anno News werfen wir einen genauen Blick auf den kommenden Kosmetik-DLC Altstadt, der eine Hommage an ältere Anno-Spiele darstellen soll und viele neue dekorative Objekte im Spiel ergänzen wird. Mit großer Mehrheit hat sich die Anno-Community im Frühjahr für das Altstadt Kosmetik-DLC entschieden. Damals auf die Plätze verwiesen wurden demnach das sogenannte Nature Pack sowie das Eldritch Pack. Nostalgie und Historie hat also gesiegt und das ist hier nun Programm. Mit dem Altstadt-DLC sollt ihr nun die gewünschte Möglichkeit bekommen, euren Siedlungen oder Städten einen mittelalterlichen Touch zu verleihen, indem ihr zum Beispiel einen dementsprechenden Stadtkern ergänzt. Übrigens sollen sich Anno 1404 Spieler hier schnell heimisch fühlen können, denn neben deutschen Altstädten war 1404 die klare Inspirationsquelle. Das allein macht diesen DLC aber noch nicht sonderlich besonders, Stadtmauern aber definitiv. Mit einem modularen Stadtmauersystem, ähnlich wie bei Hecken oder Kanälen, könnt ihr den Altstadtbereich optisch gut vom sonst industriell geprägten 19. Jahrhundert abtrennen. Dabei gibt es Mauern in zwei Varianten, eine überdachte und eine offene Version. Außerdem gibt es natürlich auch Torhäuser und Torbögen und soll euch vor allem in der Kombination mit Türmen sogar das Bauen von kleinen Ritterburgen ermöglichen. Apropos Türme, diese könnt ihr natürlich auch als zum Beispiel Erinnerung an die guten alten Zeiten mitten auf eurem Marktplatz aufstellen und müssen dann als eine Art Sehenswürdigkeit oder Attraktion herhalten. Darüber hinaus bietet der DLC diverse Verzierungen. Da hätten wir etwa den Hildegarten, eine Anspielung auf Hildegard von Bingen oder Banner, Pflastersteinbodenplatten und zwei Referenzen auf das schon angesprochene Anno 1404. Bei diesen Referenzen handelt es sich um eine große Statue, die ebenfalls eine Hommage an Hildegard von Bingen darstellen soll, und am einen klassischen 1404 Brunnen. Zum ersten Mal bekommt ihr zudem einen Kosmetik-DLC mit einer Mischung aus Ornamenten und Gebäudeskins. Hier wurden sich für die Arbeiter- und Handwerkerresidenzen entschieden und ihnen neue Skins verpasst, die für noch mehr mittelalterlichen Flair sorgen sollen und dabei den Fachwerkbaustil der Zeit betonen. Während der Marktplatz mit dem belebte Städte-Paket im letzten Jahr ebenfalls neue Skins erhalten hat, könnt ihr mit dem Altstadtpaket nun auch euer Rathaus, die Handwerkskammer und einige andere Gebäude wie die Schule in den neuen Stil bringen. Last but not least wurde das Modell der Kirche komplett überarbeitet und besitzt nun 2 statt einem Kirchturm sowie ein anderes Dach und einige Änderungen am umliegenden Park und Friedhof. Das Altstadt Kosmetik DLC erscheint am 8.12.2022 und kostet wie gehabt 4,99 € und sobald es wieder was Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt hier auf der Zocker Lounge in einer neuen Folge Anno News.